Ich bin's Narubi in Art und Design. Und heute möchte ich euch etwas über Warblers Transparart erzählen. Ein bisschen ausprobieren möchte ich auch, das zeige ich euch dann. Und mir bleibt eigentlich gar nicht viel zu sagen, nur dass ich das Material halt hervorragend finde, wenn man irgendwelche Kristalle machen möchte. Ob die nun beleuchtet sein sollen oder als Überzug für andere kristalline Dinge. Wenn ihr euch erinnert, ich habe Armschienen gemacht, die habe ich mit Warblers Transparart überzogen, damit es so ein Höhlencharakter bekommt, wenn man so will, also so ein bisschen glänzend halt einfach. Ansonsten werde ich euch gleich zeigen, wie man Hohlkörper erzeugt, die man von hinten beleuchten kann. Und damit arbeite ich eigentlich auch relativ viel, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Heute möchte ich mit euch über Warblers Transparart reden. Das Material, das kennt ihr ja schon, das ist jetzt nicht ganz so neu, aber es gibt immer noch Fragen und Leute, die noch nicht genau wissen, wie man damit umgehen soll. Und darum möchte ich mal ein bisschen was Neues machen vielleicht. Hier, das ist ein Pappröllchen darunter, ein bisschen stabiler als das, was man von Küchenrollen so kennt. Ich habe es mit Alufolie bezogen. Es hat immer diesen schönen Glimmer. Daraus möchte ich dann nämlich eine Art Kristallzepter bauen. Ja? Also dazu brauche ich natürlich dann das Transparart. Ist klar, sagt es ja dann schon, auch kristalline Oberfläche. Wunderbar. Ja, ihr kennt es ja schon, das ist ein bisschen anders als das Finest Art oder das Black Art oder auch das Deco Art, klar. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen gummiartiger von der Konsistenz, lässt sich auch jetzt schon sehr einfach auch rollen und ja, ist nicht ganz klar, wie ihr seht. Ist jetzt halt auch vielleicht ein bisschen verschmutzt hier, aber das macht alles gar nichts. Ja, wichtiger Hinweis, bitte, wenn ihr mit Transparart arbeitet, immer Handschuhe nehmen. Solche. Das sind Gummihandschuhe, die auch im Garten benutzt werden. Die haben keine Strukturoberfläche. Die sind also ganz glatt. War mir wichtig, weil ich möchte natürlich keine Toucher hinterlassen. Und das kann natürlich schnell auf dem Material passieren. Vor allem tragt ihr die natürlich, weil es so heiß wird, dass ihr euch ganz einfach verbrennen könnt. Und das möchte ja niemand. Ja? Also ich wünsche euch gleich ganz viel Spaß. Dazu sage ich euch jetzt auch nochmal was hier. Das Material, sobald es halt warm gemacht wird, das hat jetzt noch keine so große Hitze, ja. Das ist jetzt vielleicht, es ist ein bisschen wärmer als handwarm, würde ich sagen. Aber ihr seht, sofort wird es geschmeidiger, ja. Also gerade in den Bereichen kann man das jetzt schon ein bisschen verformen, wenn man denn möchte. Aber so richtig gut wird es eben erst ab einer höheren Temperatur. Ihr seht ja auch, jetzt habe ich hier einen Toucher hinterlassen. Das sollte natürlich nicht sein. Sobald das Material weich ist und ihr geht mit dem Finger drauf, habt ihr da eure Abdrücke. Ja? Also immer schön die Handschuhe tragen. Jetzt nehmen wir diesen schönen Stab. Und je nachdem, wie man den dann eben haben möchte, ja. Aber ich fange mal an, das so drumherum zu rollen. Hier unten hat es noch nicht genug Temperatur, seht ihr, das bleibt dann noch nicht hängen. Wir wollen natürlich schön arbeiten, schön sauber. Ich möchte noch hinzufügen, dass es auch immer ratsam ist, ein Wasserbecken daneben zu haben.
beziehungsweise einfach einen Behälter mit kaltem Wasser. Dann bleibt es nämlich nicht kleben an euch. Wenn ihr das auf die Finger nehmt, das Wasser, dann habt ihr nachher nicht das Problem, dass ihr euch davon nicht lösen könnt. In Verbindung mit den anderen Thermoplasten muss man andere Techniken anwenden. So, hier ist jetzt was passiert. Da bleibt es dann leicht mal auch an dem Backpapier hängen. Da seht ihr aber, was das für eine Konsistenz ist, ja. Schaut mal. Ansonsten hilft ja, wie gesagt, ein bisschen Wasser, ein bisschen feucht machen. Und dann, seht ihr, hat sich das schon wieder. Es macht gar nichts. Ich kann euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn das Material zu heiß wird. Oder heiß. Sagen wir einfach, wenn es anfängt zu kochen, ja. So, da haben wir ganz kurz akut mal den Fall hier, Bläschenbildung. Das passiert mit dem Transparat, wenn es heiß wird, also richtig heiß wird, ja. Das waren jetzt bestimmt so 200-300 Grad. So, das kriegt ihr auch nicht wieder klar. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr das Material benutzt, nicht zu heiß auf einer Stelle bleiben, sondern wie ihr es auch von anderen Thermoplast kennt, immer bewegen, flächendeckend arbeiten und nicht auf eine Stelle fixiert. Ja? Ansonsten bitte die Hitze ein bisschen runterstellen, sonst ja, habt ihr da kein schönes Resultat. Ne? Gut. Dann schneiden wir das ab. Hier haben wir auch so ein bisschen Überschuss. Können wir auch wegschneiden. So. Klappen wir dann ein. Jetzt ist die Alufolie quasi geschützt. Ja, da seht ihr, wie einsatzfähig das Zeug ist. Ich werde auch noch weiter daran arbeiten. Das war es ja natürlich noch lange nicht. Wir probieren da jetzt noch ein paar andere Sachen aus. Und zwar habe ich hier für ein anderes Projekt mal so eine Art Förmchen hergestellt für Kristalle. Dafür ist das Transparat nämlich auch ganz gut. Man kann nämlich auch solche Abdrücke machen, nach innen hin. Ja? Man muss nicht immer Förmchen haben, die man abformt quasi. Also jetzt hier zum Beispiel dieses Perlenetui. Man kann eben auch solche Negative machen quasi. Ja. Und tja, das möchte ich euch mal gerne zeigen, weil da kann man auch schöne Kristalle herstellen, die von innen beleuchtet sind, wenn man denn ja, LEDs reinbauen möchte oder Knicklichter oder dergleichen. Ja. Gerade für den Lab-Bereich sind Knicklichter ja auch ganz beliebt, weil man die dann auswechseln kann, was die Farbe dann auch angeht und so. Und ja, dann lasst uns das doch mal ausprobieren. Wir fangen jetzt mit der Pyramide an. Das habe ich konkret als Hohlkörper gemacht. Ich habe dazu erst eine Schicht genommen von dem Transparat und danach noch eine zweite reingemacht, einfach zur Stabilität. Das Material ist zwar, wenn es einmal erhitzt wurde und dann erkaltet ist, schon ziemlich stabil, aber wir wollen es ja nicht herausfordern. Ne? Vorher gebe ich da noch ein bisschen Trennmittel rein, damit es am Ende leichter auseinander geht. Ja? Trennmittel kennt ihr hoffentlich alle. Das gibt es hier als Sprühtrennmittel. Es gibt es aber auch einfach als Creme, also Vaseline zum Beispiel könnt ihr auch nehmen. Ja? So, das reicht schon. So.
etwas Blasen schlägt, ne, es hat schon ganz leicht angefangen, mache ich meinen Finger ein bisschen nass und drücke es einfach in die Form hinein, ja. Kann schon sein, dass man auch beide Hände mal dafür benutzen muss. Ein bisschen nass machen, damit man nicht hängen bleibt. So. Wenn ihr meint, dass ihr damit mit den Fingern jetzt nicht die Form so richtig rausarbeiten könnt bei solchen Sachen, ihr könnt auch immer Werkzeuge dafür nehmen. Seien es solche Spachtel aus Metall oder aus Plastik, geht auch. Seid nur vorsichtig, dass ihr die nicht erhitzt. Ruhig ein bisschen nass machen und dann glatt in die Kanten drücken. Ihr seht, da wird es halt schon wieder ein bisschen hart. Also wieder erhitzen. So. Sollte der Außenschliff euch dann nicht scharfkantig genug sein, bei einer Pyramide ist es ja dann gerade, braucht man das dann vielleicht auch eher, könnt ihr natürlich wie bei allen anderen Worbler-Produkten auch einfach die Kanten nochmal anschleifen mit dem Handdremel oder Schleifpapier. Ist überhaupt kein Problem. So, jetzt lassen wir das Ganze erkalten. So, jetzt, wo das wieder hart geworden ist, können wir das rausnehmen. Und ja, wie ich schon sagte, ich habe jetzt hier nur eine Schicht genommen. Vielleicht reicht es für die Zwecke. Ja. Jetzt schneidet man ganz einfach hier an den Kanten entlang. Muss man ein bisschen schauen. Wenn man jetzt zu wenig wegschneidet, ist es nicht so wild. Nur unbedingt zu viel sollte es nicht sein. Ja, seht ihr, jetzt habe ich da ein bisschen ungerade gemacht. So. Wegschneiden geht natürlich immer. Okay. So. So, und dann können wir ja das Ganze noch ein bisschen begradigen. Das ist alles kein Problem. Aber rein theoretisch hätten wir jetzt einen sehr einfachen, durchsichtigen, pyramidenähnlichen Kristall. Ja, den könnte man jetzt halt, wie gesagt, mit Handdremel oder Schleifpapier bearbeiten. Ich habe persönlich immer diese Schwämme, weil man kann die locker anfassen, auch knicken, wie man sieht, und dann einfach dran arbeiten. Ich mag meine Kristalle immer ein bisschen angeraut. Das gibt immer so ein bisschen diesen Eischarakter. Das sieht man jetzt hier ganz schön. Das kann man natürlich auch mit gröberem Schleifpapier anfangen und dann einfach mit dem leichteren drüber gehen. So. Und dann kann man das Ganze natürlich noch, das sollte man halt wahrscheinlich auch in eine Fassung bringen. Ja. Da eignen sich ja auch die anderen Materialien gut zu, gerade jetzt Warblers Black Art zum Beispiel, weil das sehr fein zu verarbeiten ist. Solltet ihr jetzt merken, ihr habt nicht noch eine Delle drin, dann ist es ganz einfach nochmal ins Förmchen. So. Und nochmal ein bisschen erhitzen. Seht ihr, ich arbeite jetzt hier mal ohne Handschuhe. Das ist ein bisschen gefährlich. Es gibt aber Leute, die sind ein bisschen hitzeresistenter. Ja? Also wenn ihr euch das zutraut, so einfache Detailarbeiten ruhig auch nochmal ohne Handschuhe nachzuarbeiten, dann tut das nur. Ihr kriegt sehr schnell heraus, ob es euch gut tut oder nicht. So. Gut. Ich zeige euch gleich das Endresultat. So, wunderbar. So, und jetzt muss das Ganze natürlich wieder auskühlen. Also, warten wir ruhig mal noch eine Minute und ich zeige euch dann das Endresultat. So, jetzt hatten wir unsere Pause, auch ein bisschen dadurch bedingt, dass meine Batterie leer war. Also,
Ich habe jetzt nochmal, wie ihr vielleicht seht, 2 Schichten Transparent genommen. Das hat es dann doch noch ein bisschen stabiler gemacht und vor allem die Konturen noch ein bisschen genauer nachgezogen. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann seht ihr, das ist auch... Ich will jetzt nicht zu doll drauf rumhauen, aber ihr seht, das ist relativ stabil, wenn ich drauf drücke. Ja? Das Endresultat zeige ich euch auch am Ende des Videos. Ja, ihr seht, upsala, ihr seht, hier ist ein Hohlraum drin und da passt perfekt, wenn ihr das in die Fassung irgendwie mit einarbeitet, ein Knicklicht hinein. Es gibt auch diese runde Knicklichter, diese runden oder Blinkies, die kann man dann auch ganz gut da reinmachen. Selbes wäre sicherlich mit der runden Form, haben wir auch ähnlich gehandhabt, dazu dann auch ein Bild am Ende. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier ein bisschen, was das Material angeht, was zeigen. Probiert es halt am besten einfach mal selbst aus. Dann merkt ihr, dass das eigentlich eine super coole Geschichte ist. Ja? Schaut mal, hier habe ich jetzt auch diesen Rest von vorhin. Der ist erhitzt worden, einmal. Ist jetzt auch eine doppelte Schicht tatsächlich, aber ich kann es nicht mal mehr biegen. So hart ist es geworden. Also ein super Material, wenn ihr wisst, dass es halt auch steif in einer Position bleiben soll. Ja, alles klar, viel Spaß noch. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können oder ich habe euch vielleicht sogar noch was Neues zeigen können. Wie ihr festgestellt habt, ist das Material ziemlich flexibel, was das Einsatzgebiet angeht. Und ja, ich kann euch nur mal raten, das auszuprobieren. Ganz viele Ideen findet ihr auch auf castforart.de. Wer es noch nicht kennt, findet ihr im Anhang mal die Links dazu. Wie gesagt, schaut einfach mal, dass ihr eure Heißluftpistole nehmt, Handschuhe anzieht, bisschen Wasser daneben stellt und einfach ein bisschen rumexperimentiert. Dann seht ihr auch, wie schön man damit Sachen machen kann. Ich zeige euch auch im Bildertutorial später, wie ich das Zepter erstellt habe. Also lasst euch überraschen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Stay tuned!